Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute machen wir weiter am Porter-Projekt. Da wird unser neues Reisemofa. Die Teile habt ihr gesehen, die hat der Roger ja letztes Mal geholt. Der hat es einfach falsch lackieren lassen, aber nichtsdestotrotz geile Farbe. Heute geht es wieder an diesen Teilen hier. In allererster Linie das Rad, das Hinterrad. Da habe ich mir fähige Hilfe geholt vom Krübi. Der kommt, sobald er dann mal eintrudelt, hier hinten vorbei. Und da machen wir etwas Spezielles. Ich sage auch noch nicht was, aber es gibt neue Speichen. Für das muss ich jetzt das ganze Rad auseinandernehmen. Die neben hier, die haben noch ein bisschen Lack bekommen. Die machen wir schwarz, plus den Felgenring. Den kann vielleicht der Krübi selber machen. Zusammenfassend, wir machen heute das Hinterrädchen. Wir machen das Getriebe. Dort habe ich ein spezielles Getriebe gefunden. Da kommt dann der Togo auch noch vorbei. Heute aber lauter Special Guests. Wenn wir hier oben ein bisschen Platz haben, holen wir die lackierten Teile rauf. Fangen an mit dem Zusammenbau. Der Duft der großen, weiten Welt. Darf ich da schon ein bisschen vorgreifen? Echt? Wir machen eine spezielle Verspeichung, oder wie man dem sagt. Wir nehmen längere Speichen und wir tun es anstatt zweimal kreuzen, tun wir es dreimal kreuzen. Das heisst, es kommt etwa so dran an. Ich hoffe, das funktioniert, aber der Krübi weiss ja Bescheid, wie das geht. Durch das haben wir nachher viel mehr Stabilität. Und falls dann das Gefährt mal auf 2 Rädchen fahren anstatt auf 3, ich weiss ja nicht, wer so etwas macht, haben wir einfach hinten noch ein bisschen mehr Stabilität, dass das Ganze nicht so wackelig wird. Mehr dazu und Neues dazu erzählt auch der Krübi und der Thomas. Das sind die wirklich rauskommen. Schau mal, das Zeug ist angerostet. Hey. Oha! Da muss ich den Krübi drüber schauen, ob man diesen Wind brauchen könnte. Flex! Oder Spezial-Ausspeich-Werkzeug. Geht ich da? Was ist denn hier nicht abeinander? Das regt mich ja nicht auf, aber das ist ja nicht normal. Es könnte nicht nur auf die Grösse an, mit dem Werkzeug umgehen, das muss man können. Die jetzt schnell ein bisschen aufpolieren, lackieren und dann kommt schon gleich der Krübi, habe ich gehört. Regel. Es ist wieder mal 9:00, oder? Termin, Filmdreh, 2 Leute. Niemand da. Kein Problem, ich mache gerne alles selber. Das ist jetzt eh gut, ich muss hier noch vorbereiten. Ich tue die neben, wie auch den Deckel, den wir schwarz matt lackieren. Motorex, das ist ein hitzebeständiger, sehr schnell trocknender, matter, kratzfester Lack. Es fällt nicht so auf, wenn nachher die chromigen Speicher schön draus rauskommen. Leck, was hast denn du da Tolles dabei, Thomas? Kannst du das Mikrofon abziehen? Nein. Weg! Wegen? Oh, das sollte man nur in gut belüfteten Räumen machen. So, du kannst schon ein verstecktes Fenster aufmachen. Weißt du, wie das geht? Nein, Schiebetüren. Oh, geil, ey. Oh, geil. Das ist mir bereits aufgefallen. Da zu Frauenfeld hockst du einfach immer im Nebel, oder? Das ist eine Zuckerfabrik. Das ist eine Nebelfabrik. Also kann nicht jeder so einen Landgasthof im Zürcher Oberland leisten wie du, gell? Wenn man das trocknen lässt, ist ja jetzt inzwischen der Thomas gekommen. Thomas hat ein ganz geiles Getriebe dabei. Jetzt endlich ein spezielles Porter-Getriebe. Richtig, und zwar im Porter, den ihr ja gekauft habt, war ein 12,5er Getriebe, das mal umgebaut worden ist, von einem Ciao oder was auch immer. Ursprünglich war aber ein Keilnut-Getriebe drin. Was ist denn ein Keilnut-Getriebe? Das sind die ersten Getriebe, bevor die mit den normalen Ausgangswellen gekommen sind. Da hat es ein Kugellager. Der Simmerring dichtet erst eigentlich in der Radnabe. Wenn es einfach rausnimmst, läuft das ganze Öl am Boden. Das ist ein 18:1, also genau. 18,6 Getriebe, weil da brauchst du extrem viel Kraft, aber ja nicht viel Speed. Das war ein riesiger Glücksgriff. Optisch von außen macht es einen sehr guten Eindruck. Hoffen wir, es ist Ihnen auch so. Ich habe es auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Thomas zeigte Thomas. Ein echt kurzes Getriebe. Wir müssen es mal anschauen. Der Wandler an sich ist gleich. Du nimmst den mal auseinander. Wir hoffen, dass das alles gut ist. Was wir neu brauchen, bestellen wir gerade im Shop. Und dann können wir das neu aufbauen. Und dann nachher in das, übrigens auch spezieller Rad, das ist die Keilnut, sieht man da auch schon. Das habe ich extra noch besorgt, dass wir dann auch das geile Getriebe dann tun können. Und ich kann mich dann irgendwann mal um Teile kümmern. Aber bevor wir da nicht die ganze Werkstatt vollstellen, machen wir eins mit anderem. Also, Getriebe, los geht's! Wo haben wir Werkzeug? Ja. Ah, ist der schon da? Ja. Wir haben hier jetzt mal das Zeug zerlegt. Das sieht alles nicht schlecht aus, bis auf die Ausgangswelle. Die hat da schon ordentlich gelitten. Also der Thomas, der hat schon alle Sachen eingepackt, weil er hat die Schnauze voll. Thomas hat das Getriebe jetzt aufgemacht, hat mal alles angeschaut und es hat einfach 2, 3 Teile, die nicht perfekt sind, die halt irgendwie ein bisschen Rost dran haben, wie zum Beispiel das Zahnrädchen. Ja, das hat ordentlich gelitten. Das ist einfach wirklich verrostet. Dasselbe mit den
die Eingangswelle, oder? Ja. Die Keilnutwelle. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Ersatzteil haben. Wie gesagt, Porter spezielles Getriebe. Wenn jemand das rumliegen hat, Leute dem Thomas an. In der Zwischenzeit, das heisst bis morgen, machen wir natürlich am Porter weiter, weil jetzt ist neu endlich der Köbi getroffen. Köbi, Speicherdoktor. Sally! Und du hast gesagt, du machst etwas Spezielles für uns. Weil das ist ja, ich habe es vorher gezeigt, zweimal über Kreuz gewesen, ganz normal. Wir machen jetzt mit längeren Speichen dreimal über Kreuz. Richtig, genau. Für mehr Stabilität. Hier habe ich schon lackiert. Sehr schön. Nach meinem Ding. Den hier. Ein bisschen rostig. Ich habe gedacht, ich frage dich jetzt erstmal schnell. Das ist gut. Den kann man noch nehmen. Dann nimmst du WD-40 und Stahlwatte. Hast du Stahlwatte? Wir haben für zum Auspuff dann. Rostlöser oder Ja. willst Ja. Ja, macht matt. Das Bessere wäre wirklich Stahlwatte. Weil die ist weicher als der Chrom. Die andere Variante wäre eventuell ein neuer Ring. Müssen wir mal schnell schauen, ob wir so etwas haben. 32 Löcher. 32 Loch. In dieser Form. Findest du in der Schweiz nicht. 28 haben wir. Da. Ostras Gambio her. So, also mit der Messingbürste haben wir gesehen, geht's. Das gibt nicht grosse Krätze, nimmt aber den Rost raus. Ich übernehme dafür den Köbi und er fängt da die Neben einspeichen. Ja. Dann die 7000 Speicher, die wir haben. Das ist halt der Köbi, ist nur eins weniger. Roger vom WC. Also. Dann kriege ich Pisslichkeit und ich bin der Kameramann. Köbi, zeig dein geiles Stück, nachher kannst du die Felgen zeigen. Wir haben das Affen geil gemacht. Schauen wir das an. 3-mal, aber doch nur 2-mal gekreuzt. Sie geht hinter der ersten durch und dann noch über 2 rein. Richtig crazy. Sieht ja geil aus. Und da ist der Roger. Das jetzt zentrieren und dann hoffen wir, dass wir dem Togo noch gut zureden, dass der das Getriebe machen kann. Ja, voll. Affengeil, Köbi, danke vielmals. Gerne. Gib dir also mit zum Zentrieren. Und wir kümmern uns jetzt langsam um das Chassis vom Porter. Weißt du was? Sagst du dem Togo, er soll es komplettieren oder du machst es und bringst es eben? Ja, ist gut. Weil dass ich eine Achse habe. Yes. Gut, danke, Joe. Hey, das Gerätchen. So, zweiter Tag, wo wir am Porter arbeiten können. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. In der Zwischenzeit, der Thomas hat sich die Hand versucht beim Getriebe revidieren. Der Köbi ist mit dem Rad vorgerannt. Ich bin allein in der Werkstatt, habe aber dafür alle Teile. Die sind vom Lackierer zurück. Ich baue jetzt das so weit zusammen und dann können wir hoffentlich am Ende des Videos Rolling Chassis euch zeigen. Ich bin gespannt. Ich brauche eine Decke. Ich bin Batman. Den alten Vorhang brauchen wir jetzt gerade zum hier abdecken, damit die schöne Farbe nicht kaputt geht und verkratzt wird. Dann wird sie dann noch früh genug. Hilf mir auch ein bisschen, Roger. Ja. Aber ich weiss echt nicht mehr, mit was wir aufgehört haben. Ich glaube, der und dann zuerst der Vorderrahmen oder so. Das sind ja unsere Rädchen hier. Die Lösung Kohlschläuche auch, die können wir sicher zusammenbauen. Die Lenkungsständer, jetzt noch mehr Sachen drin. Da sind noch alle restlichen Teile. Und jetzt muss ich jetzt irgendwie das ganze Fahrzeug bauen. Roger, hast du dich mal vorbereitet? Können wir abbürsten. So, die Bremse ist montiert, sie ist noch nicht angehängt, aber es funktioniert jetzt wieder alles. Hier schön mit den Federn, die rückzieht. Und das ist ja sozusagen die Handbremse, die Feststellbremse. Die kann man nie tun, dann hebt es da schön. Und wenn man wieder ein bisschen auf die Bremse drückt, geht die runter, man kann wieder weiterfahren. Hat vorher nicht funktioniert, jetzt tut es wieder. Als nächstes den Lenker rein. Zum Glück haben wir die Zeichnung. Die Porteranleitung gibt es bei uns im Job übrigens. Gut, die Radaufnahme habe ich jetzt hier langsam auseinandergenommen. Die Bremse wird natürlich neu, machen wir hier das Wing High-End rein. Da kann ich jetzt alles noch putzen, polieren, die Kleinteile davon noch in den Ultraschallreiniger reinfitzen. Die Teile sind fertig aus dem Ultraschallreiniger. Die Mittagspause habe ich gerade genutzt und die noch schnell gebürstet und frisch lackiert. Hier kann man auch ein abdecken. Sieht immer noch genau gleich aus, Sattel ist drin. Ich habe aber gesehen, dass der freundliche Vorbesitzer die Pedale hier angeschweißt hat. Nicht so schlimm, wir nehmen einfach neu.
neue Pedalarme kurbeln, neue geile Pedale. Als nächstes jetzt aber zuerst hier die Rädchen machen. Hier haben wir ja die mehrteiligen Felgen, die haben wir gar nicht gesehen beim Auseinandernehmen. Das ist nämlich die 3 Teile, das ist so Vespa-like, habe ich das Gefühl. Ist schwierig zum Auseinandernehmen, weil der Pneu richtig dran festgerostet ist. Zum Zusammenbauen sollte es jetzt aber eigentlich einfacher werden. Wie wir den Schlauch vorab tun, den Pneu auch. Und dann das Ganze wieder zusammenbauen. Der Roger unterstützt mich hoffentlich. Roger, ich bin ganz allein. Jetzt wird's ernst. Neue Bereifung für den Porter. 9 Zoll übrigens. Und teilt die Rädchen. Ich hoffe, ich bringe die wieder zusammen. Ich hoffe, es passt. Gut, Mütterli am Rad. Probieren wir aus. Vielleicht kann man den Pneu auch gerade schon drauf tun. Übrigens für alle, die gesagt haben, Weisswand, finde ich persönlich auch geil. Aber ich habe das Gefühl, wenn man diese Farbe haben, das einfach nur mit Schwarz kombinieren und dann vielleicht dafür später das Design drauf machen, ist dann sonst vielleicht fast ein bisschen viel. Hier einfahren. Aber funktioniert, glaube ich, so. He? Schritt 1. Powder rein. Schritt 2. Peneau rein. Habt ihr Lauf richtig? Peneau. So. So. Ein bisschen Würge ist gegangen. Jetzt müssen wir zusammen. Jetzt sind wir Luft rein. Und 4 Bar. Ja, sieht schon tipptopp aus. Alrighty, dann können wir nämlich jetzt hier den Teller drin machen. Der kommt von dieser Seite drin. Jetzt kommt ja hier der von hinten an. Und jetzt ist erst der Radley. Das ist aber geil. Affengeil. Normalerweise tue ich da Salz rein. Jetzt, wenn du im Winter fährst, ist das Rad schon gesalzen. Schau mal, chill, Mann. So, Tank dran. Und jetzt noch abschliessend. Roger, wo hast du ihn? Jetzt hoffe ich, passt er. Schöne 66 Heroes Tankdeckel. Geil! Hurenschön, das Schwarz mit dieser Farbe zusammen, das gefällt mir gut. Viele Teile fehlen aber noch. Rädchen, Box, Steuerung. Steuerung? Denke ich. Heute werden wir eh nicht mehr fertig. Kann ich etwas labern? Was wollt ihr noch wissen? So, da. Die nächsten Steps sind da. Für das brauche ich aber Hilfe, das kann ich nicht allein machen. Darum machen wir hier fertig und Feierabend. Von euch muss ich jetzt aber noch etwas wissen. Und zwar bauen wir ja hier ein Reisemobil, ein Reisemofa. Wir müssen noch ein bisschen wissen, was sollen wir da drauf machen. Haben die ja gute Ideen, wenn wir jetzt mit dem unterwegs sind? Campingplatz, schlafen irgendwo neben draussen. Was muss da drin? Was muss auf ein ultimatives Reisemobil? Was denkt ihr? Wir müssen nachher dann auch noch beim Motor und beim Getriebe noch mal hin, weil wir gehen ja auf die Straße und da können wir natürlich nicht mit einem 150 Kubik, nein, was ist es, ein 75 Kubik Motor drunter haben. Darum wird wieder auf 38 mm abgerüstet. Wir schauen, dass wir gleich Kraft haben. Wir haben ja eine Variomatik und eine gute Untersetzung. Aber das gibt es alles erst nächstes Mal. Weil wir machen jetzt Feierabend. Der Roger, der hat auch Durst. Kann ich das sagen? Wir machen jetzt Feierabend. Der Roger hat gesagt, jetzt soll ich fertig machen. Er hat keine Lust mehr, er hat Durst. Es ist Donnerstagabend. Wir gehen jetzt ins Training. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und einen Kommentar. Was sollen wir da reinbauen? Eure Meinung ist gefragt. Hey, macht's gut, bis nächstes Mal und ciao. Und ich muss jetzt noch aufräumen.